Wir können von hier aus hinlaufen. Guck mal. Hier sind ja wieder Wachen. Beim letzten Mal war hier absolut niemand. Oder was denn? Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Maybe. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe, and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Plostrite specimen. Ja, aber ohne Shenhe hätten wir den ja überhaupt nicht gefunden. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of Plostrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. Sehr gut. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Schön. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhe, Shenhe, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhe? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Da hat Paimon ganz recht. Herbergen sind definitiv komfortabler als die Wildnis. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Jawohl, mach mal. Okay. Wenn Shenhe kein Adept ist, oder zumindest nicht als Adept behandelt werden möchte, was ist Shenhe dann? Das ist das, was ich mich im Moment frage.
Sie will helfen, will aber nicht von irgendjemandem bewundert werden oder als Außenseiter dastehen. Also, sie möchte nicht, dass man sie wegen ihrem Können ausgrenzt. Vermute ich jetzt mal. Hm? Zumindest hört es sich so an. Eine kleine Aufgabe. Ruhen wir uns erstmal kurz aus, würde ich sagen. Yuan. Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Ach, praktisch. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. Passiert, wenn da mal Trubel ist. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Wie? Shenhe, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhe too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Ach, ruh dich gut aus. See you tomorrow. Also Shenhe ist es ja echt nicht gewohnt, komfortabel zu leben. Gut, aber das haben wir am Anfang ja schon gemerkt, dass sie das komfortable Leben gar nicht großartig kennt. Ich meine, in der Wildnis meditieren statt schlafen, statt richtigem Essen, Kräuter. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Gute Frage. Let's go and say hi. Aber ähnliche Kräfte wie ein Adept hat sie schon. One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhe too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Okay. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Jetzt kommt. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? Ach so. Paimon neither. This is a real surprise. Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ja. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her.
In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. Das ist auch krass. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. Mit 6 Jahren. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. Was? That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Eine sehr gute Frage, Paimon. Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind, and she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Oh, die Meisterin, von der Shenhe immer sprach, ist also... Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. Schön. Dann hat sie ja doch eine Art Familie gefunden. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Okay, heißt es denn, sie ist eine Art Gefahr, oder? Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. Okay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. Okay. Ist halt irgendwo ein bisschen scheiße. Das heißt, sie haben sie irgendwo vor ihrer schlechten, angeborenen Art und Weise beschützt, aber dadurch die restlichen ihrer Emotionen halt auch vollkommen unterdrückt. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you. Na, so Take gut wie good care können. of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion.
incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ja. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. Hä? If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Das heißt, es kommt noch was auf Liyue zu. Und sie wollen jetzt Ningguang echt testen. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. So, Oh Mann. Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. Und schauen wir mal, was hier die Ping uns hat, wenn wir warten müssen. Also handelt es sich diesmal um das Tiangyu-Tal, nicht wahr? Stimmt etwas nicht? Oh, Miku, du bist es. Schön, dich kennenzulernen. Wenn ich auch wahrlich nicht erwartet hätte, dich heute zu sehen. Weil wir gerade davon sprechen, bist du in letzter Zeit einmal in Tiangyu-Tal oder bei Nantiamen gewesen? Die Gilde hat in den letzten Tagen praktisch pausenlos Berichte über Erdbeben in diesem Gebiet erhalten. Zuerst waren es nur schwache Erdstöße, die sich seither allerdings zu einer ernsthaften Angelegenheit entwickelt haben. Dann haben wir vor nicht allzu langer Zeit von einem besonders schweren Erdbeben erfahren, das Teile der Berge und Ruinen zum Einstürzen gebracht hat, wodurch eine gigantische Grotte zum Vorschein kam. Der Bericht erwähnte außerdem noch einige unbekannte Monster, die in diesem Gebiet gesichtet worden waren. Was deren Beschreibung angeht, könnte es sich um dieselben Geodrachenechsen und alten Geodrachenechsen handeln, die einst Liyue terrorisiert haben. Ich wollte dich bitten, dass du dich in Tiangyu-Tal begibst, um die große Grotte zu untersuchen und über die Effekte zu berichten, die dieses Erdbeben auf die Umgebung gehabt hat. Was diese Monster angeht, sollten sie wirklich in großer Zahl aufgetreten sein, dann dürften wir diese Bedrohung ebenfalls nicht außer Acht lassen. Wir müssen uns schleunigst eine Gegenmaßnahme ausdenken. Natürlich wird all dies als offizielle Tätigkeit für die Gilde gewertet und du wirst auch dementsprechend belohnt. Was hältst du davon? Den Ausdruck nach zu urteilen ist irgendetwas vorgefallen. Ich bin dort schon einmal gewesen. Hast du das also? Nun, immerhin bist du eine echte Elite-Abenteurer. Es wundert mich nicht, dass du einen guten Riecher für ungewöhnliche Situationen hast. Also, was die alten Geodrachenechsen im Tiangyu-Tal angeht, haben wir folgende Lage. Eine gigantische Höhlenruine und alte Geodrachenechsen darin. Ich habe alles Wesentliche verstanden. Danke, dass du mit diesen Neuigkeiten zu mir gekommen bist. Ich werde mich um den ganzen Papierkram und die Dokumente kümmern, bevor ich die Gilde einen offiziellen Bericht erstatte. Was genau geht in diesem Gebiet eigentlich vor sich? Laut einiger Aufzeichnungen war das Tiangyu-Tal in der fernen Vergangenheit wohl einmal eine wirklich wohlhabende Siedlung. Der Amoklauf eines alten Drachenkönigs scheint etwas damit zu tun zu haben, dass dieses Tal zu dem geworden ist, was es heute ist. Es gibt nicht viele Details zu diesem Vorfall, aber der Legende nach haben in Rex Lapis und seine Adepten wohl letzten Endes in eine Art von Adeptenbehausung eingekerkert. Seine Diener sind dann in die Tiefen der Erde entflohen, wo sie in einem tiefen Schlummer
spielen und seither auf den Tag warten, an dem der Drachenkönig wieder aufersteht. Also waren diese Monster... Ja, das sind noch alles nur Volksmärchen, weißt du? Nein, das sind doch alles nur Volksmärchen, weißt du? Niemand kann sagen, wie viel davon waren oder wie viel davon war oder erfunden ist. Egal, die regelmäßigen Erdbeben und das plötzliche Erscheinen dieser Monster sind Dinge, die so bald wie möglich gewisse Gegenmaßnahmen von unserer Seite erfordern. Richtig. Bitte nimm auch dies als Dank für deine Hilfe an, die du uns durch das Überbringen dieser Nachrichten geleistet hast. So. Gehen wir mal hier. Das kann ich, glaube ich, hier machen, ne? Genau. So. Besser als gar nichts, ne? Sehr praktisch, dass wir das können. Hey, so, Shenhe, Master has relayed my situation to you, I take it. oh? How did you know? Ein leichter Schlaf, wie sie gesagt I'd hatte. intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. Hm. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. Hm. After all, Master is very talkative. Sie redet immerhin gern. Es kam uns bisher gar nicht so vor, als wenn sie gern reden würde. Sorry, Shenhe. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Hm. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. Wir sind ja auch ein bisschen anders als die normalen Bewohner. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Paimon ist manchmal einfach so süß. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. Ja, auf jeden Fall. Before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. Kleine Anhängerin. Die Sekretärin. After all, sunset vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhe. Try it. They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Respekt. Das sind jetzt echt in einer Nacht gemacht. Über
Schreib halt, was ist da? Au. Geh mit. You can't run! Nice and spicy. Still as flag. Wind, hear me! Au. Aber jetzt kann man gleich. Oh. Ging schneller, als ich gerade erwartet hatte. Eine Katze? Wie? Was hat denn die Katze hier verloren? Eine graue Katze? Eine graue Katze verirrt in der Wildnis? Ah, Lan erwähnte eine Suchmission nach einer grauen Katze. Vielleicht ist sie das. Jemand fällt ein, dass sie Ash oder so genannt wird. Wer hätte gedacht, dass wir sie hier finden? Hat sie sich die ganze Zeit hier versteckt? Der Steinhaut-Lavachur hat wohl alle von hier ferngehalten. Und da sie zu ängstlich war, um zu verschwinden, hat sie sich hier versteckt. Was für ein Glück, dass wir aufgetaucht sind. Sonst hätte sie hier noch lange gewartet, oder? Bringen wir die Katze zu Lan. Jupp, mehr können wir nicht tun. Sie wird die Katze zum Auftraggeber bringen. Sie scheint einverstanden zu sein. Wärst du... Egal. Bringen wir sie zurück zu Lan. Okay, wir können jetzt auch noch mit Katzen reden. Auch gut. Ja, Oskar, einen wunderschönen guten Morgen oder Abend oder... Warte, nein, wir haben noch Abend. Noch haben wir Abend. Das Moin verwirrt mich manchmal. Also einfach Moin. Moin, Oskar. Was treibt her, wenn man fragen darf? Gar keine Energie. Jetzt kommen wir schon mal ein Stückchen weiter. Das Ganze hier echt in... Das ist der beste Weg, da hochzukommen. Langeweile hauptsächlich. Also einfach mal ein bisschen rumgeguckt, wer so live ist. Ne? Kenn ich. Mach ich auch manchmal. Ganz normal, glaube ich, inzwischen. So. Wie hoch muss ich da denn noch? Ehrlich jetzt? Warum hüpfst du jetzt da runter? Okay. Ich sollte vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter hochgehen. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das hinkriege. Ich glaube hier lang. Damit ich da auch wirklich sicher rüberkomme. Ich glaube, sonst stürze ich eher kurz davor ab und auf den ganzen Weg wieder hochklettern. Und da habe ich eigentlich nicht wirklich Lust drauf. Aber ich möchte sehen, wie genau weit die sind. Ne? Was? Es geht schon echt gut voran hier. Sehr fleißig sind sie auf jeden Fall. Und ich finde es unglaublich cool, dass wir diesen Fortschritt hier mit dem neuen Jadegemach echt beobachten können. Zumindest ein bisschen, würde ich sagen.
Ein klein wenig können wir das mit betrachten.